Wir stehen da. Nocksümpfe. Ja, passt. Okay, dann gehen wir hier raus. Why does it seem like everyone around me is completely mad? Yeah! Continuing to fight when you know you'll lose just is insane! Would you stand around and watch your comrade die just because you're scared? I wouldn't want to, but getting myself killed wouldn't save anyone either. Yes, it would be illogical to fight. Is being illogical really that bad? Well, At the Empyrean's throne, I remember Velvet standing, despite the horrible pain she felt. Rokuro is training with all his heart in order to defeat his brother Shigure. And Kurogane used up his own head to forge a powerful blade. none of that is very logical. Yeah, I don't know quite how to put it, but I think it's all amazing. Aren't you forgetting someone? Magilu is traveling with us, even though she doesn't care. And that... Yes, go on. I don't really understand what that's about. Miss Magilu, hang in there! Well, it is amazing in some sense, I suppose. Sie hat ja Tower gelacht. lies beyond the Bernac Plateau. Blah! If you're gonna set up an obvious trap, couldn't it at least be someplace more convenient? Dann gehen wir da jetzt hin. Obwohl ich irgendwie gerade echt gerne ganz woanders hingegangen wäre. Irgendwie mag ich den Ort hier nicht so gerne. Der ist so ein bisschen verwirrend. Und diese Stinktiere sind so doof. Doofe Stinktiere, echt. Und ich muss noch mal gucken, wo ich hin muss. Wieso habe ich eigentlich die ganze Zeit diese Nebenquest da laufen? Okay, also ich muss da hoch. Also einfach immer nach oben laufen, nach Norden. Oh, da hinten ist so ein besonderer Gegner. Sollen wir den mal versuchen, ob wir den hinbekommen? Einen Pilz habe ich bekommen. Können wir bestimmt was Schönes kochen. Irgendwie eine Pilzsuppe oder so. Ich versuche den mal. Ich habe ja gerade gespeichert. Jetzt bleib halt da. Die ist sie gleich weggelaufen. Oder weggeflogen. Voll hübsch sehen die aus. Ich will die gar nicht umbringen. Es gibt echt hübsche Dämonen, ne? Ist jemand gestorben? Nee. Na komm. 33.000 hat die sogar. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe sie richtig schön in die Ecke gedrängt. Nein! Das war doch so schön gerade in der Ecke da. 31.000. Na komm schon. Aber es gibt zwei von denen, oder? Oh, die hat noch 149. Nee, das andere ist nur dieses Kuscheltier da. Kuschelhäschen. Ah, Gott. Was macht die denn hier? Für ein Scheiß. Mit dem neuen Bildchen. Sehr gut. Oh, fuck. Nee, ich nehme gleich Pfirsich. Nein! Pfirsich! Wieso kann ich es nicht nehmen? Bin ich schon tot? Objekte. Pfirsich.
Status, muss ich erst... Okay, ich muss kurz warten. Oh Gott, nicht. Und Pfirsich. Komm her, du Miststück. Hast du mich hier einfach müde gemacht, ha? Ah, Gott. Ich brauche jetzt ihn. Ich brauche unbedingt noch einen Nahkämpfer, der hier mit angreift. Okay, die Eleanor, die macht das zwar auch, aber die ist trotzdem mehr so heilen. Das soll sie ja auch. Deswegen ist die auch immer dabei, meine Heilerin einfach. Was hat's denn noch? 12.000. Okay, also wir schaffen's. Genau, wenn ich sage, wir schaffen's, sterbe ich. Also die Velvet. Nicht alle, aber trotzdem. Irgendwie nicht so geil. Was macht der für Schaden? 2300. Ah, geschafft. It was a close one, but I am the victor. Ventit des Unterdrückers erhöht auf mittlerer Schwierigkeit oder höher zusätzlich mit einer Schachpunkt-Kombo verursachten Schaden. Statuskrankheiten, Müdigkeit, eine windelementare Krankheit, die sowohl die SG-Regeneration drastisch reduziert, als auch die Menge an SA, die durch Seelenbrecher wiederhergestellt wird. Während der Ermüdung können keine KP wiederhergestellt werden und die Wirkzeiten sind erhöht. Windresistente Gegner können nicht müde gemacht werden, aber Gegner mit reduziertem Fokus sind 4-mal anfälliger für Müdigkeit. Ränge. Ein Rang ist eine Bewertung deiner Leistung im Kampf. Je besser dein Stil, desto besser wird dein Ergebnis sein. Jetzt ist der Bildschirm ausgegangen. Jetzt ist er wieder da. Die Menge der nach dem Kampf verdienten Beherrschung von Meisterfertigkeiten hängt vom Rang ab. Bemühe dich daher um möglichst gute Werte. Es besteht die geringe Chance, dass Gegner Ausrüstung fallen lassen, wenn sie besiegt werden. Manche behaupten, jeder Gegner lässt eine bestimmte einzigartige Ausrüstung fallen. Ausrüstungsbeuteraten verbessern sich mit jedem Gegner, der im selben Kampf besiegt wird. Wenn du also wegen der Ausrüstungsbeute einen bestimmten Gegner jagst, dann hebe dir diesen Gegner bis zum Schluss auf. Gegner mit mystischen Arts zu besiegen hat allerdings einen viel größeren Einfluss auf Beuteraten. Wenn du also die Möglichkeit hast, eine größere Anzahl an Gegnern mit mystischen Arts zu besiegen, solltest du sie nutzen. Sag mal. Das ist echt der Tales of Teil mit dem größten Tutorial bis jetzt. Und auch mit dem größten Hickhack an Zeug. Ich meine, das braucht's doch alles gar nicht. Es reicht doch, wenn man einfach nur spielen kann. Also, wisst ihr, was ich meine? Ah, da kann ich gar nicht durch. Okay. Das muss ja nicht hier 1000 verschiedene Formen geben. Naja. Sondern einfach halt die Art angreifen. Naja, vielleicht wird aber auch alles nur mehr erklärt als früher. Weil so habe ich gar nicht im Spielen das Gefühl, dass es so viel mehr ist. Oder andere Sachen halt auch. Es wird nur irgendwie, es ist halt sau viel Text immer. Aber im Grunde genommen, Müdigkeit, Statusveränderung gab es schon immer. Dieser Kampf ist zu Ende. Okay. Wo muss ich denn hin? Da hoch. Noch ein Pilz. Wir können auch schon gar nicht mehr kochen. Ich sollte jetzt dann wieder was Neues zubereiten. Aber nach jedem Kampf zu essen ist ja eigentlich auch ein Schmarrn. Da verbrauchen die ja nur total viel auch.
Und das hält ja für länger. Trank des Lebens. Ich dachte, das wäre ein Stein. Der hat mich gerade voll erschreckt. Ah, die Trolle interessieren mich nicht. Ich gehe da mal drum rum. What's wrong, Lavisette? I was just wondering why Eisen and Zavid can't work together to find Eifried. All men their age care about is their reputation, their street cred. Such a hassle. Oh, really? Well, I can't fully deny it. The same could be said of women, and of everyone, really. It's hard to work alongside someone unless you strive to understand their thoughts and feelings. And if you can't? Well, It's like Zavid said. You start talking with your fists instead. Sounds harder than I thought. So. Wir gucken einmal kurz hier rum. Da ist nämlich auch eine Katzkiste. Du hast eine Katz gefunden. Tropfenohrring links. Betrachter blicken zuerst auf das Objekt und dann auf die Augen des Trägers. Wunderschön. Ein Ohrring. Das können wir dann einem Herrn anstecken. Das wird sicher sehr männlich aussehen. Männlich und auch ein wenig nuttig. Das war, glaube ich, auch von Friends. Burnack Hochebene, die große Kreuzung. Ist das ein Gegner? Oh ja. Und das ist wieder so einer, der stinkt. Also der so schwarze Rauchschwaden um sich rum hat. Whoa! Hot water is spouting out of the mountain! Oh, wie and look at those cool. rainbows. This is one of the 7 wonders of the world, the Burnack Geyser. The Voll water heats up schön. from underground until the pressure forces it to spray up from the surface. And the rainbows are caused by light reflecting from the salts suspended in the mineral water. It took tens of thousands of years for the minerals to accumulate here and form this phenomenon. Wowee! That was very educational. At least you know plenty of trivia, if nothing else. Additionally, the groundwater veins that feed this geyser are connected to the sea. Because of this, every now and then a boiled octopus or crab will shoot out from the geyser. No way! That's impossible. Well, not impossible, but with the salt content of the geyser's water, I bet they're seasoned to perfection. Magulu, I'm declaring your bizarre imagination the 8th wonder of the world. People say that all the time. Ach, Magilu. Na toll, jetzt steht der Typ da. Ich will aber zu der Kiste da. Lalalala, der sieht mich gar nicht. Nein, nein, nein. 2 Tales-Münzen erhalten. Und Geld. Schön. Und Zeug. Und da ist eine Krabbe. Und ich gehe jetzt weg. So. Und ich habe gerade schon gegen so einen Gegner gekämpft. Das reicht jetzt erstmal. Der war irgendwie ganz schön schnell. Dabei will ich jetzt einfach nur mal zur nächsten Stadt kommen. Uah. Es funktioniert nur, wenn man nach oben drückt. Und nach unten funktioniert gar nicht mit diesem Auswechseln von den Personen. Sag mal, wie halten die aus? Jetzt, komm. Schön. Ich auch. Oh, eine Kugel. Jetzt bin ich aber zurück. Da lang muss ich. Also, wir gehen zu dem grünen Punkt da. Einmal schön durchs Wasser durch. Geht gar nicht.
Da läuft ja eine Blume. Okay. Gegner gibt's. Ah, ich sehe ihn. Did you get the medicine to the ship's crew? Yeah. Good. My thanks to you. These soldiers won't be happy in the morning, but they're alive. Is this your work? No. They were like this when I got here. It must have been Zavid. Mhm. He didn't kill a single one. Interesting. The Abbey is going to great lengths to arrest him. Even so, he clearly knows he's walking into a trap. What I don't get is why he roped me into all of this. If he didn't want my help, then what need did he have to play the Eifried card on me? If you knew this was a trap, why did you come? To see for myself. When I met Eifried, I was wallowing in despair that I would ever find a way to break the Reaper's curse. Stop denying reality, he told me. If you were really born with that curse, then it's a part of you. But if the Reaper learns to grasp the wheel of his life, even he may find his creed, his path through stormy waters. And so, I joined him aboard the Von Eltia. A creed of life. Let's say someone's murdered the captain. If it came as the result of him living life on his terms, I could accept that. But if anyone, and I mean anyone, tries to crush his way of life, I could never forgive them. Who's there? It's rude to eavesdrop. If you got secrets, talk about them at home. Zavid, isn't there any way you and Eisen can work together somehow? Not if he's going to keep acting like this. Well, that's how it is. What was the point of all that posturing? He could have just stayed hidden. Weirdo. Can't disagree there. Loringen Tower is a training ground for exorcists, right? Yes, it's a great edifice built on ancient ruins. Laphicet, did you ever go there when you were tethered to Teresa? I don't really remember the beginning of my service to Teresa. I see. What sort of training do they do there? Exorcists are tested and assigned Malachim equivalent to their aptitude with mana. It's also where they practice Malach arts and study our laws. So the lower ranks use it as a sparring ground in order to train up to the higher ranks? No, an exorcist's affinity to mana is not something that strengthens through training. We are given Malachim based on our inborn ability, then learn arts to suit that ability. So, an orderly is an orderly for life, then? Correct. There'd be no spirit of competition then. Don't they want to get stronger, to advance through the ranks? There'd be no purpose to advancement. Rank signifies nothing more than the type and number of Malachim one can tether. People join the Abbey for only two reasons: to protect people from demons, and to save the world. Are all of you that dedicated to asceticism? How sickeningly noble of you. I wonder if your wills are suppressed just like those of the Malachim you use. Deviants like you could never possibly understand our motives. In any case, that is who awaits you at Loringen Tower. So we're in for a rough welcome. I say bring it on. Mhm. Ah, da liegt was in der Kiste. 6 Tailsmünzen. Da kann ich dann bald nochmal dieses seltsame Spiel spielen. Eine Katzkiste. 145 schon. Okay, habe ich. Oh, gar kein Geschenk für mich. Ob das wohl auch was bringt, wie viele Katz man dann hat? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Katz gefunden habe, treffe ich dann irgendwann auf die Überkatz, die dann sagt, oh, Gratulation, du hast 100 Katz gefunden, hier ist eine Sonnenbrille für dich oder so. Aber ich möchte unbedingt da vorne hin zu diesen heißen Quellen. I don't get it. Get what? Why did Eifried let Eisen join his ship, knowing he carried the Reaper's curse with him? What good did it do? I just don't see the reason behind it. Well, if it were me who had that curse, it would mean that you and Velvet could die because of it, right? Yeah, I suppose so.
If that's the case, then I'd feel like I'd both want to and not want to be close to you two. And I'd probably really, really hate myself for it. Do you suppose that's how Eisen feels? But Eifried still took him in. He agreed they'd put up with the curse together. It's all a bit hard to fathom. Well, if one thing's for certain, it sounds like Eifried's a very strong man. At least for a base lawless pirate. Wie sie gleich ganz rot geworden ist. I can't wrap my head around Zavid. We witnessed his unwillingness to kill before, but it seems he's quite serious about it. Maybe that's why I don't feel scared of him. Even when he and Eisen were about to fight, I didn't feel tense at all. Perhaps that's just because you've been around Velvet a bit too long, kiddo. Next to her, few people are frightening. Do you think so? Don't ask me. He doesn't come across as vicious. I think that's why you're not scared. Because he's just a brawler? Maybe he's just naive. Okay, so he's just a naive brawler. He's still involved with Eifried's disappearance, and he's also taking on the Abbey. I just don't get him. Me neither. Uh-huh. I agree, but I don't understand any of you either. Ah, das ist ja diese Monsterpflanze da. Eisen, can I ask you about that thing Zavid had? It belonged to Eifried, didn't it? I've read much of the Abbey's archives and weaponry, but I've never seen anything like it. He found it when we crossed to the far continent. It's a relic from a long-vanished civilization. He's like me and can't resist a good treasure. But of everything we've found, that one was his most prized. What is it? I can't say. It seemed like a weapon, but Eifried wouldn't let anyone touch it. He went off and tested it on his own, then came back all grinning, saying he had an ace up his sleeve the next time we got into a fight. Then it's definitely some sort of ancient combat device? But why is Zavid looking for Eifried? To apologize for stealing it? He doesn't seem like that much of a gentleman. Did he really steal it? What do you mean? It's just my feeling, but Zavid doesn't seem like the type of Malak to steal something so precious. He said he just picked it up. Perhaps he's trying to return it. Perhaps. Oh Gott, hat mich der jetzt erschreckt. Ich hab da gerade zugehört und nachgedacht und stehe so rum und auf einmal rennt dieses Viech in mich rein. Gut. Na? Was hat denn so einer? Ach, insgesamt sogar über 6000. Was? Jetzt kommt schon. Hab euch doch fast. Jetzt. Bonus. Kalzitdolche. Und irgendjemand hat gekocht. Classic honor roll student. Kalzitdolche. Ein paar kurz später die Kalzit als Mana-Katalysator nutzen. Okay. Ja, apropos Katalysator, wir müssen uns unbedingt mal anschauen, was diese Steine da noch bedeuten. Jetzt will ich aber erstmal noch die Kiste da haben. Pfirsichchili. Oh, ich finde, das hört sich immer so lecker an. Ich will das auch. Ich würde jetzt auch gerne ein Pfirsichchili essen. Und wenn es dann auch noch meine HP heilt, wäre das umso besser.